Das erste Modular von Fanol. Kann es was? Bleib bis zum Ende dran und finde wir es heraus. Hallo und willkommen auf meinem klimptastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Set von Fanol, die mittlerweile Lumibrix heißen, Susan's Antique CO oder der Antique Store mit 2847 Teilen und der Setnummer F9033. Dieses Set war das Flaggschiff-Set von, glaube ich, 2024. Das war das allererste Modular von Fanol. Ich habe es mir damals geholt und ich war sehr zufrieden damit. Aber der Reihe nach. Die Box, wie ihr seht, schönes Boxdesign mit Hintergrund, bisschen hin. Das sieht aus wie der Bookstore von Lego. Oder? Was meint ihr? Und da hinten ein bisschen Bäume. Hier der Name Antique Store von der Town Life Serie. Nett. Und was halt auch drinnen ist, so ein Klavier. Und halt, da sieht man auch so ein Wagen mit einem Buch. Ja, schon so ein paar Sachen, die man sehen kann. Und schöne Beleuchtungen, schöne Dekos. Naja. Und hinten, ja. Ach guck, das war nicht das erste Modular. Ich glaube, Bookcafé war davor. Aber ich sag mal, das erste große Modular auf einer 25x25 Platte. Ja, an der Seite haben wir auch noch hier Figürchen. Und das war's. Nehmen wir die Box hier hin. Kommen wir dann erstmal zu den Bauanleitungen. Wir haben hier zwei Bücher. Das erste ist ein bisschen dicker. Und drinnen sehen wir ja ein bisschen Bilder von dem Modell. Hier About Fanol. 2014 steht hier. Ich könnte mir das mal alles durchlesen. Aber ich glaube, die meinen die Firma da, wo sie mit den Beleuchtungen angefangen haben. Hier noch ein bisschen von Inneren, die Figuren. Und dann sagen sie wahrscheinlich hier gleich wieder Beleuchtungscheck, oder? Nee. Hier von 1 bis 7. Und wie viele Bauabschnitte hatte das überhaupt? 12 Bauabschnitte, glaube ich. Genau. Hier im zweiten Buch startet der Bau gleich. Wie immer bei Lumibrix gibt es eine PDF. Aber guckt, schöne große Bilder, wenig Teile zu verbauen. Wenn es um die Verkabelung geht, ist es sehr, sehr detailliert gezeigt hier. Also sogar zu viel. Weil hier, wenn man bedenkt, hier tut man ja nur das Kabel hin, dann hier kommt das Foto, dass man die paar Steine hinstellt und dann die Fliesen drauf. Also für 1, 2, 3, 4, 5 Teile, 3 Bilder, also Lego-Niveau. Auf jeden Fall schöne Bauanleitungen. Ich mag die PDF immer, mit PDF immer bauen, aber funktioniert auch so sehr gut. Insgesamt haben wir 354 Seiten, 732 Bauschritte und 12 Bauabschnitte, macht 3,9 Teile pro Bauschritt. So, dann hier. Wir haben ja 4 Minifiguren und ich glaube, das ist halt, ja, entweder Besucher oder Mitarbeiter. Schön bedruckt, vorne und hinten, keine Wendegesichter. Ich mag die Lumi-Figuren, ich finde, dass sie sich echt sehen lassen können. Maße, also 25 x 25. Ich habe es hier auf einer Baseplate, weil es in meiner Stadt steht und mir geht eigentlich die Verkabelung so alles drunter.
aber ich habe es jetzt hier verbunden. Die Box, wenn man nach Bauanleitung geht, steht hier und man kann es halt hier so anschließen oder mit der dazu gelieferten Batteriebox geht das natürlich auch. So, und jetzt. Na. Was gibt es noch zu sagen zum Set? Es hat nur bedruckte Teile, es hat 34 bedruckte Teile. Das Set kostet in der UVP 168 Euro oder es hat damals, wo ich es gekauft habe, so viel gekostet. Weiß nicht, ob die da teurer geworden sind. Und ich habe es auch damals gleich mit dem Release, hat es 20% Rabatt gegeben, waren so um die 134 Euro. In der UVP macht das 5,9 Cent pro Teil und mit dem Rabatt 4,7 Cent. Inklusive Beleuchtung, mit einer bedruckten Bauanleitung, mit Minifiguren. Finde den Preis super. Kommen wir jetzt zum Power Feature. Machen wir das Licht an. Und ich mache jetzt meine Beleuchtung aus. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Leuchtet richtig schön. Und das hier vorne, das ist richtig cool. Das zeige ich euch noch, wie es aussieht. Aber schön stark beleuchtet. Oh, hier ist die Kamera umgefallen. Nehmen wir sie heraus. Zeigen wir sie später. Schöne Beleuchtung. Hier hinten ist nichts. Es ist ein Eckgebäude. Hier gibt es so ein Fenster. Aber ja, vielleicht ein Spalt hier. Naja. Und oben haben wir auch noch eine Beleuchtung, aber das muss ich alles später zeigen, weil es gibt schon was zu zeigen. Aber so der Eindruck, wie es halt leuchtet. Mache ich wieder mein Licht an und nehmen wir dann das Set ein bisschen auseinander. Erstmal hier die Kamera, das ist auch so ein Ausstellungsstück drinnen. Nett gebaut, so eine Retro-Kamera. Und dann haben wir auch so hier dieses Schild. Welcome to Susan's Antique CO. Antique Co. Keine Ahnung. Und hier haben wir quasi, dass er ein Gemälde reinbringt. Ich erinnere mich nicht, war das von beiden Seiten bedruckt? Schauen wir mal rein. Nö. So ein schöner Print. So ein hochwertiges Gemälde, was einen neuen Platz findet in Antiquitätenladen. Schön. Und das ist, glaube ich, so, ja, Pearl Silver oder wie nennt man das? Also es ist nicht Metallic, aber glitzert ein bisschen. So, starten wir von oben nach unten. Bei diesem Set war das noch so, dass die Verbindungsstücke zu fest dran hingen und das wird sicher auch jetzt passieren. Was ich mich erinnere, beim Original war das hier offen. Das habe ich dazu gebaut, diese zwei Bricks. Keine Ahnung, warum denen da die Teile gefehlt haben. Und das, dass es so bunt ist, kommt daher, dass hier halt der Kamin ist. Ja, könnte jetzt jemand bemängeln, aber mir passt es. Und bevor ich da weitermache, will ich sagen, wie sehr mir diese Fassadenkonstruktionen gefallen. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und hier diese ganzen Prints, Türen, Brickbuild-Tür, schöne Bank, schöne Blumen, hier Markise. Ja, so. Tun wir das runter. Ui, und es hat geklappt. Das wollte ich zeigen. Der Kronleuchter, der ist super cool gebaut und der leuchtet auch richtig cool. Das ist schade, dass sie da nicht welche, ja, komplett Transclear Teile genommen haben.
Aber okay, hatten die wohl keine, weiß ich nicht. Und dann hier von vorne, wie es gebaut ist, schöne Deko, schöne große Platten, keine Farbkodierungen. Und halt hier ist der Kronleuchter, das ist schon das Highlight. So, tun wir das irgendwie hin, ohne dass es kaputt geht. Dann das zweite Stockwerk und ich glaube, da ist hier auch die Verbindung. Ah, sogar hier habe ich es geschafft. Ja, Wahnsinn. Und hier hat man schon einiges zu sehen. Erstmal hier die Fassade wieder. Nochmal aus der Nähe. Mit Klimaanlage. Das habe ich gesehen, haben viele bemängelt. Ja, wenn du so groß willst und halt mit weniger Teilen, dann mussten halt auch solche Teile rein. Jetzt schaue ich gerade, ob ich da Farbunterschiede sehe, aber ja, vielleicht hier so ein bisschen Mikrokratzer jetzt in der Kamera. Na, wenn ich ehrlich bin, wenn ich nicht durch die Kamera schaue, sieht man es gar nicht. So, und dann, dieser Kamin, der leuchtet normalerweise auch. Und dann haben wir hier Uhren und überall, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, steht auch, was es ist. Überall ist ein individueller Print, was ist. Hier ein schönes, großes Gemälde quasi. Hier eine Kuckucksuhr, die kann man leicht rausnehmen hier. Cool gebaut. Cool. Und auch diese kann man rausnehmen hier. Einfach schicke Uhren, schicke Antiquitäten. So, ich will es jetzt noch wieder reintun, wenn ich schaffe. Und das wollte ich hier runternehmen. So. Damit ihr seht, das ist halt so gebaut mit Transclear-Teilen. Und das ist dann diese große LED, die dann da dran kommt. Und deswegen leuchtet das auch so schön stark. So, jetzt versuche ich es nur wieder zusammenzukriegen. Zum Glück haben wir immer diese Zange da, damit wir das schön wieder zusammenbauen können. Die Verkabelung. So, und schon hängt das alles wieder drin. Und hier sieht man, das ist, nennt man das Galerie, wenn das so offen ist. Ja, hier geht die Treppe hoch und gehen wir jetzt weiter zum nächsten. Und da müssen wir aufpassen, weil, wie ihr seht, oder jetzt könnt ihr es sehen, das hier geht bis zum Erdgeschoss runter. So, und wo hier ist hier das Verbindungsstück. Ich sehe schon, es will hängen bleiben. Nichts da. So. Und dann muss man aufpassen, dass man es gerade rausnimmt. So, geschafft. Sogar ohne Verluste bis jetzt. Und da seht ihr halt auch die Minifigur, die ich da aufgestellt habe, nochmal. Hier, schönes großes Foto. Was steht da? Vintage Lamp, also eine alte Lampe. Schöne Fenster hier auch so. Kamera, hier das Klavier, was auch auf der Box war. Und dann hier diese Bautechniken, wie sie das immer gemacht haben. Da war ich echt fasziniert, wie das gemacht worden ist. Oh, die Fenster sind super. Lustig ist das, hier sind keine Fensterscheiben drin. Oh mein. Hier auch diese Sanduhr von draußen. Kann man auch so ein bisschen einstellen, wie man will. Wie das alles gebaut ist. Das wird alles so gebaut. Hier, wie sagt man das nochmal? Ja, an der Seite gebaut und dann hier eingeklemmt. Also man baut, tick, 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 und dann klemmt man es ein. Richtig coole, interessante Bautechniken. So. Und dann bleibt noch das Erdgeschoss. Entschuldigung.
erstmal hier die ganzen bedruckten Teile, alles ist bedruckt, was ihr seht hier, das ganze Bus, Artwork, Pictures, Zusatzartikel, Fineless Elegance. Every visit is a journey. Schön. Briefkasten. Und hier kann man auch sogar was öffnen. Und dann sieht man auch ein bisschen von hinten so Schilder, so Helme. Da ist noch ein kleiner Besucher. Aber großartig, oh meine Güte, großartig gibt es hier jetzt nichts von der Seite. Und halt hier ist quasi dieses riesige Regal. Ja, Bücherregal mit ganzen Dekos drauf, was es da alles gibt. Da an den Wänden sieht man noch so Bilder von alten Leuten. Da habe ich so quasi die Verkäuferin hingetan. Ja, hier diese Tür. Da muss ich sagen, am Anfang, wo ich es gebaut habe, hat es noch mega gequietscht. Jetzt nicht mehr. Mit der Zeit wurde es besser. Und ja, hier kann man auch durchschauen. Und das ist auch schade wieder, dass ich hier keine besseren Steine hatte und dass es richtig so durchsichtig ist. Alles in allem wäre das jetzt das Set. Das war wie gesagt das erste große Modular. Ich erinnere mich, das haben sie noch groß angekündigt, Flaggschiff-Set. Da hatten sie auch so Gewinnspiele. Ich hatte so gehofft, dass ich es gewinne. Aber wenn ich dann bedenke, wie viel andere Modulars kosten oder vor allem von dem Marktführer, wie viel ein Modular kostet, und es ist nicht beleuchtet, und ich denke mal, das war auch das erste Mal, dass ich so gesehen habe, dass man es öffnen kann und so. Mittlerweile die Modulars von Lumibrix, das ist ja der Wahnsinn, was die alles können und wo sie alles aufmachen, wo man alles etwas aufmachen kann. Das ist absolut verrückt, was die da mittlerweile machen. So, haben wir das alles zusammengebaut. Überprüfen wir das Licht. Ja, leuchtet alles. Tun wir die hier wieder zurück. Ja, die Kamera lassen wir jetzt hier draußen. Oder? Die kann doch auch hier stehen. Ach genau, wenn wir schon da sind. Das finde ich jetzt zum Beispiel schade, dass sie hier gar keine Noppen freigelassen haben, dass man richtig so Figuren ausstellen kann oder so Situationen darstellen kann. Das habe ich aber bemerkt, dass sie bei den neueren Sets schon machen. Auf jeden Fall, mir gefällt es sehr, es ist richtig schön. Ich finde es richtig schön. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es gebaut habt, wie ihr das findet, ob ihr da mehr Mängel seht. Also für mich ist es super. Vor allem, wie gesagt, das ist im Juli 24 rausgekommen. Das ist ja auch schon 1,5 Jahre her. Finde ich immer noch ein super tolles Modell. Und wenn man es mit 20 oder 30% Rabatt bekommt, also 130 € für fast 3000 Teile, finde ich, kann man keinen Fehler machen. Wenn ihr keine Rabatte aktuell habt, könnt ihr meinen Code Klemmtastisch benutzen. Da habt ihr immer 10% Rabatt. Und immer gerne über mein Affiliate-Link kaufen. Da kriege ich auch einen gewissen Prozentsatz und kann dann noch mehr Sets vorstellen. So, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, liked das Video, teilt das Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.